Hello again. Herzlich willkommen zurück zu Folge Nummer 2 meines Schlagergiftschranks. Ja, in dieser Serie traue ich mich ein bisschen was und werfe einen Blick auf bekannte Schlagersongs. Selbstverständlich habe ich auch wieder meine rosarote Brille parat, denn was sonst kann man besser gebrauchen, wenn man sich dem deutschen Schlager aussetzt? In dieser zweiten Folge ein Beitrag eines, ja, ein bisschen Tausendsassers, Jugendmeister im Kugelstoßen von Südafrika, verhinderter Cricket-Experte, großer Golf-Fan, angeblich auch mal Formel-3-Fahrer gewesen. Es geht um niemand Geringeren als die lebenslängliche blonde Föhnwelle Howard Carpendale und seinem wahrscheinlich größten Hit Hello Again. Howard Carpendale oder wie ihn seine Fans auch liebevoll nennen dürfen, Howie, stammt bekanntermaßen aus Südafrika, wo er sich zunächst einmal als Profisportler versuchte. Kugelstoßen, wie gesagt, seine große Liebe galt allerdings dem Cricket. Hier konnte er allerdings als Oberliga-Profi nicht so recht Fuß fassen. So wandte er sich seiner zweiten Liebe zu, der Musik. Und wie viele Schlagerstars startete auch Howard Carpendale nicht als Schlagersänger, sondern versuchte sich erst einmal in verschiedenen Beatgruppen in den 60er Jahren. All seine ersten Titel sind auch englischsprachig gewesen. Er erzielte hier zumindest auf lokaler Ebene kleine Achtungserfolge, versuchte sich dann doch noch einmal mit einer Cricket-Karriere und ging nach England. Daraus wurde dann allerdings nichts so recht und er schloss sich einer Beat-Gruppe dort in England an, die dann schließlich auch in Deutschland gastierte. Daneben schrieb er eine Zeit lang auch Artikel für eine südafrikanische Zeitschrift. Also wenn man sich so ein bisschen mit Howard Carpendales Werdegang beschäftigt, zeichnet sich hier tatsächlich das Bild eines recht vielbegabten Lebenskünstlers. Da das mit der Musik irgendwie doch ganz aussichtsreich schien, versuchte Carpendale dann einfach mal sein Glück, fuhr nach Köln, um dort bei einer Plattenfirma vorzusprechen und tatsächlich, er erhielt einen Plattenvertrag, veröffentlichte seine erste deutschsprachige Single und schließlich auch sein Debütalbum in den späten 60ern und das Ding verkaufte sich überraschend gut, so dass sich Howard Carpendale also als Musiker auf dem deutschen Markt wiederfand und dort natürlich recht schnell in den damaligen Zeiten dann zum Pop- bzw. Schlagersänger wurde. Hits hatte er dann eine ganze Menge in den 70er und 80er Jahren. Das schöne Mädchen von Seite 1, Tür an Tür mit Alice und Ti Amo, beide natürlich auf internationalen Vorlagen basierend. Und dann 1984 der absolute Gassenhauer Hello Again. Fans lieben ihn natürlich für seine blonde Haarpracht, die weiche Stimme mit diesem ja, leicht britisch klingenden Akzent. Man kann ihn nicht so ganz einordnen. Akzente sind überhaupt auch ein beliebtes Thema im deutschen Schlager, dem ich mich sicher auch noch mal in anderen Folgen widme. Wahrscheinlich das einzige Genre, zumindest in der deutschsprachigen Musik, wo es fast ein Markenzeichen oder ein erwünschtes Merkmal ist, dass man in einem ausländischen Akzent singt. Hello Again ist weichgespültester Pop, total eingängig, natürlich wie ein Stückchen Butter, hat auch so ein bisschen was Nostalgisches an sich, so einen leichten 50er, 60er Jahre Touch so im Hintergrund ein bisschen. In diesem Stück treffen wir allerdings auf einen verunsicherten, aber gleichzeitig auch, wie ich doch meinen möchte, etwas konfusen Sänger.
Schauen wir uns den Text mal genauer an. Es geht los mit dem samtigen Hello Again. Da hat man den Eindruck, die Sonne geht auf. Jetzt kommt was ganz Tolles. Howard Carpendale, der schöne Mann mit Samtschal, steht in der Tür, hat vielleicht auch schon den Shampoos mit dabei oder einen Strauß Rosen. Aber jetzt geht es dann im Text ganz interessant weiter. Denn es stellt sich jetzt natürlich die Frage, Hello again, warum? Kommt er gerade vom Zigarettenkaufen oder vom Supermarkt? War mit dem Kegelclub auf einer Urlaubsreise? Nein, es stellt sich heraus, der Sänger, das poetische Ich dieses Stückes, war mal ein ganzes Jahr lang abgedampft und man weiß irgendwie nicht so genau, wieso. Einzige Begründung, die wir bekommen, ist, ich brauchte diese Zeit für mich. Ein Jahr lang war ich ohne dich. Ich brauchte diese Zeit für mich. Doch im Schlager darf man sich die Welt zurechtrücken, wie man sie möchte. Der Sänger hat es offensichtlich mit einer recht geduldigen Partnerin zu tun, denn, wie es im Text heißt, ich weiß, du wirst mich nicht viel fragen. Wie damals werde ich einfach sagen, Hello again. Ja, haben wir das jetzt so aufzufassen, dass es schon früher mal Situationen gegeben hat, wo er Hello again gesagt hat? Also ist vielleicht nicht das erste Mal, dass er für ein Jahr oder zumindest eine längere Zeitspanne einfach untertaucht, um dann wieder plötzlich, wahrscheinlich sogar spät abends oder nachts in der Tür zu stehen. Überhaupt dominiert im Text dieses Liedes die Egozentrik. Zwar macht sich der Sänger dann doch ein bisschen Sorgen, ob die Dame seines Herzens sich vielleicht nicht mittlerweile irgendwie anders entschieden hat und nicht mehr alleine lebt. Dann aber kommt ein weiterer netter Zweizeiler. Vielleicht wird uns noch viel verbinden, vielleicht musst du erst zu mir finden. Da ist wenig Raum für Bedürfnisse des Gegenübers. Bei den offenbar wenigen Ansprüchen, die sie allerdings stellt und vor allem bei dem absoluten Ohrwurm-Charakter dieses Stückes, wollen wir mal annehmen, dass mit dem Hello Again alles gut ausgeht. In der deutschen Hitparade tat es das auf jeden Fall. Es war ein Riesenhit für Howard Carpendale. Ist heutzutage wahrscheinlich sein bekanntester, obwohl es, glaube ich, von den Verkaufszahlen her gar nicht sein absolut erfolgreichster war. Oh, hello again. Dort am Fluss, wo die Bäume stehen, will ich dir in die Augen sehen, ob ich da bleiben kann. Ich sag nur hello again. Wie dem auch sei, im realen Leben, echt jetzt mal Howie, würde eine solche Situation vielleicht nicht unbedingt immer so rosig ausgehen und es würde in vielen Fällen wahrscheinlich eher Alone Again heißen, so wie dieses Stück ursprünglich eigentlich auch heißen sollte. Bis dann Howard Carpendales damalige Frau die entscheidende Rolle in der Entstehung eines Hits durch die Ehefrau hatten wir schon in Folge Nummer 1. Bis die dann allerdings Howard Carpendale gestand, dass sie den Text des Stückes die ganze Zeit falsch gehört hatte. In einer Demo-Version sang Howard Carpendale offenbar Alone Again, um den ganzen, also es hätte sich eher um einen melancholischen Song gehandelt. Sie hatte aber immer gehört Hello Again, was sie auch viel besser fand und Howard Carpendale dann irgendwie auch. So kam dann dieser Hit letztendlich also zustande. Howard Carpendales Karriere ist, man glaubt es ja kaum, bis heute anhaltend. Ich glaube, gerade dieses Jahr tritt er auch wieder live auf, dürfte auf einer Tournee sein. Woher weiß ich das? Nein, ich bin kein verkappter Schlagerfan, der dann auch auf Konzerte geht. Ich habe allerdings auf den Straßen
um meine Wohnung herum Plakate entdeckt, die tatsächlich einen Howard Carpendale-Auftritt ankündigen. Dem werde ich mich, glaube ich, nicht weiter aussetzen. Über Hello Again freut man sich dann doch immer wieder mal zwischendurch auf so eine käsige Art und Weise. Ich sage Friede, Freude, Eierkuchen, bleibt entspannt, bis ich vielleicht wieder sagen darf Hello Again in Folge Nummer 3 des Schlagergiftschranks. Für heute aber wollen wir ihn getrost wieder zuschließen. Ciao.